Und zugeschaltet aus Long Beach ist jetzt Philipp Kunze. Guten Morgen dorthin von Berlin. Sie sind Betroffener dieser Brände. Was heißt das? Wo haben Sie gewohnt und wo sind Sie jetzt untergekommen? Also bei uns leider hat es angefangen beim Ethan Canyon. Es war ungefähr eine Meile weg von uns, wo das Feuer angefangen hat. Zum Glück waren wir schon früher aus dem Haus rausgekommen. Ähm, und zwar meine Töchter und meine Frau waren schon um 4 Uhr bei meiner Schwiegermutter untergebracht, dadurch wegen den Stromausfällen. Und ich bin dann erst später nach Hause gekommen, um so 7 Uhr abends. Und da hieß es schon, wir sollten unsere Sachen packen und schon mal woanders hin, versuchen, woanders hinzukommen. Und ich bin dann zu meiner Schwiegermutter eben, die in Pasadena lebt, so ungefähr 10 Meilen weg. Und dann gegen 8 Uhr haben wir dann das Feuer eben von auch Pasadena aus gesehen. Ich bin mit meinem Freund Maxi Verruger, der auch aus München kommt, dann nochmal zum Haus. Da hat schon die Nachbarschaft hat schon gebrannt, Polizei hat schon evakuiert, und wir sind nur noch schnell reingelaufen, haben die Pässe geholt, haben noch versucht, einige Kleidungsstücke mitzunehmen. Mein Freund hat draußen schon den Schlauch genommen und das Feuer so ein bisschen bekämpft. Und dann sind wir so schnell wie möglich dort Hm. entflohen und dann Herr Kunze, später noch um 5 Uhr morgens. ja, Ja. Herr Kunze, ich habe noch ein paar Fragen. Einfach, klar, da ist ein ganzes Leben verbrannt. Sie haben gerade gesagt, Sie sind noch mal zurück, haben noch ein paar Pässe retten können, vielleicht ein paar Klamotten. Aber da ist, wie gesagt, Ihr bisheriges Leben ist verbrannt. Sie sind mit dem Leben davongekommen. Wie geht's denn jetzt weiter? Mhm. Ui, das ist eine sehr schwierige Frage. Wir haben jetzt die letzten 2 Tage inzwischen sind wir nur am Telefon, reden mit Versicherungen, auch mit Freunden. Ich bin dann nochmal zurückgefahren in das Gebiet zu unserem abgebrannten Haus und habe auch noch mal den Nachbarn ausgeholfen. Es gibt kein Wasser mehr. Die Feuerwehr tut auch inzwischen auch nicht mehr wirklich viel löschen können. Die ziehen sich inzwischen schon zurück zu Gebieten, die noch rettbar sind. Flugzeuge konnten bis heute Mittag vielleicht nicht fliegen wegen den Winden. Es war schon relativ schrecklich. Und als ich dann durch die Gegend gefahren bin, war fast jedes Haus abgebrannt. Es sah eigentlich aus, wie als wäre eine Bombe gefallen oder sonst was. Hm. Leute auf der Straße geweint. Noch einige Hm. Leute haben versucht, noch irgendwas rauszubekommen, Hm. aber Herr es sieht Kunze, wirklich schlimm aus. wenn ich Sie so höre, klingen Sie erstaunlicherweise gefasst. Geht es Ihrer Familie, Ihren Kindern, Ihrer Frau auch so? Werden Sie irgendwie vielleicht auch mental unterstützt in dem Verlust, den Sie natürlich erlitten haben? Ich habe es gerade gesagt, eigentlich ein ganzes Leben ist da weggebrannt, außer dass man sein eigenes gerade so retten konnte. Also es ist sehr schwierig, die Emotionen festzuhalten. Jetzt, ich sehe die ganze Zeit die Bilder. Es ist schrecklich. Man wird emotional, wenn man diese Bilder sieht. Ähm, wir hatten Glück und ich kann es nur positiv sehen. Wir hatten auch Glück mit der Evakuierung. Mein Freund und ich haben noch Bäume von der Straße aufgehoben, damit wir eben noch wegfahren können mit der Familie dann. Ähm, und wir sind um 5 Uhr morgens dann eben das zweite Mal evakuiert worden und sind gut weggekommen. Keiner von uns hatte irgendwelche Verletzungen oder irgendwas. Meine Frau hatte leider sehr schweres Husten nach dem ganzen Rauch. Ähm, Mhm. aber ansonsten geht es uns gut. Die Community ist sehr stark Mhm. und Herr, versucht uns zu unterstützen in dem mhm. Ganzen. Ja. Herr Kunze, nur ist es ja so, dass in der Region, in der Sie leben oder gelebt haben, die Region um Los Angeles, ist immer schon von Waldbränden heimgesucht worden. Man wusste also seitens der Behörden auch immer, das kann jederzeit wiederkommen. Der Präsident, der noch amtierende, hat gesagt, das, was dort aktuell zu erleben ist das Schlimmste, was man bisher überhaupt erlebt hat. Kann man irgendjemandem möglicherweise einen Vorwurf machen in der Erkenntnis, dass es eben in der Region immer wieder brennt, vielleicht zu wenig getan zu haben? Oder würden Sie sagen, nee, das ist einfach so. Das hat sicherlich auch mit vielen Klimafaktoren zu tun, aber wirklich verantwortlich kann man da keinen machen.
Also ich muss sagen, ich lebe hier schon seit über 10 Jahren. Ich habe schon andere Waldbrände mitbekommen. Und dieses Mal, was eben so ausschlaggebend war, war der Wind. Ähm, Wir haben schon um 4 Uhr, wie gesagt, Stromausfall gehabt, weil Bäume, alles mögliche, also Bäume sind umgefallen auf Häuser, auf Autos und eben auch die ganzen Strommäste. Es ist natürlich ein bisschen anders, dadurch, dass hier Strommäste noch über der Erde sind und nicht unter der Erde. Und dementsprechend ist das Feuer wahrscheinlich, sagt man, dass es so ausgebrochen ist, dass der starke Wind einen Strommast umgeblasen hat und der dann das Feuer kreiert hat im Eaton Canyon. Aber ich nehme an, oder ich glaube, dass es wirklich nur mit dem Klima zu tun hat, mit dem starken Wind. Und Hm. man kann niemanden wirklich dafür verantwortlich sehen. Die Feuerwehr hat versucht, was sie konnte. Und, ähm, Aber und das es würden Sie auch nicht ging mit wirklich Blick, sehr, sehr schnell. Ja. Sie würden das auch nicht mit Blick auf das Vorfeld sehen. Sie haben gerade gesagt, immer wieder gibt es in der Gegend Brände, dass man möglicherweise im Vorfeld, und wir haben ja die Information, es hat seit 9 Monaten nicht geregnet. Also es war alles staubtrocken in der Region, das zumindest zu vermuten, dass man auch im Vorfeld vielleicht nicht genug getan hat, um solche großen Feuersbrünste wie eben diese jetzt zu verhindern, möglicherweise darauf besser vorbereitet zu sein. Das würden Sie auch nicht sagen. Nein, der Wind war Hm. wirklich ausschlaggebend in diesem Falle. Die anderen Male, wo es gebrannt hat, ging es relativ langsam. Wir haben das Feuer beobachten können. Wir waren auf einem Berg in Pasadena, da lebt meine Schwiegermutter, und wir haben gesehen, wie das Feuer innerhalb von Sekunden wirklich kilometerweit gegangen ist. Und das lag an Hm. diesen extremen Winden, die wirklich die Bäume umgeworfen haben und in die Straßen reingeblasen haben. Es war wirklich also ich persönlich glaube, es war auf jeden Fall hat sehr viel am Wind zu tun und mit Hm. dem Wind zu tun, weil es war schon vor dem Feuer sah es schrecklich aus. Und Philipp Kunze war vor dem Feuer das. lagen schon Bäume. Philipp Kunze war das, ein Betroffener der Brände, zugeschaltet mir jetzt aus Long Beach. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie und auch allen anderen Familien alles Gute. Ja, kommen Sie gut über diese schwere Zeit. Man muss dazu sagen, dass was das Leben bis gestern ausgemacht hat, das ist alles verbrannt. Und er und seine Familie konnten sich gerade so retten. Danke für das Gespräch, Herr Kunze. Dankeschön.